Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Im Projekt Poolumbau werde ich aus meinem alten Stahlwandpool einen Schalsteinwandpool bauen. Hierzu habe ich bereits in der letzten Woche die Stahlwand entfernt. Nun möchte ich diese Rundung, die ihr im Bild seht, ebenfalls zurückbauen, da hier zukünftig das Wasser sein wird. Damit ich diese Wand zurückbauen kann, muss ich zunächst meine Terrasse zurückbauen. Diese BPC-Terrasse hängt in der Luft, ist also freistehend gebaut. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze zurückbaue und wie mein Pool später mal aussehen wird, dann bleibt dran, gleich geht's los. Die Terrasse auf der Ostseite meines Pools besteht aus BPC-Terrassendielen. Diese habe ich auf einer Unterkonstruktion aus WPC Plastikkanthölzern und Lärchenholzbalken befestigt. Diese Terrasse werde ich nun zurückbauen, denn hier kommt der neue Pool hin. Bevor ich die Unterkonstruktion unter dem Pool zurückbauen kann, muss natürlich zuerst einmal die Dielen auf der Oberseite abgebaut werden. Dabei nehme ich euch jetzt mit. Alles, was ich hierfür benötige, ist ein Torx-Bit der Größe 20 und ein Akkuschrauber. Natürlich kann man das auch von Hand machen, aber mit dem Akkuschrauber geht es deutlich einfacher. Die Dielenhalter sind ebenfalls mit dem 20er Torx zu öffnen. Diese Klammern werden auf die Terrasse gesetzt und die Dielen jeweils auf den Seiten eingeklemmt. Mit dem Hereinschrauben nach unten in die Unterkonstruktion werden die Dielen nach unten fixiert. Ich habe die Terrassendielen zurückgebaut und ihr könnt hier einen Blick auf meine Unterkonstruktion werfen. Im freien Bereich habe ich große 10×10 Kanthölzer eingearbeitet, diese hier. Darauf habe ich eine Konterlattung angebracht, fixiert und ausgerichtet in der Höhe und zum Schutz vor Feuchtigkeit diese BPC Unterkonstruktionshölzer ebenfalls befestigt. Grundsätzlich ist diese Konstruktion stabil und sie hält. Allerdings möchte ich auch ein paar Nachteile anmerken. Denn diese schwarzen Kanthölzer kann ich euch nicht ans Herz legen. Ich bin wirklich sehr unzufrieden damit. Denn wie ihr hier sehen könnt, haben sich Risse entwickelt. Während die Risse auf den Kanthölzern gar nicht so dramatisch sind, weil die Stabilität noch immer gegeben ist, sieht es hier auf der Freifläche ganz anders aus. Auch hier habe ich diese schwarzen Kanthölzer verwendet, diese BPC Kunststoffhölzer. Und auch hier könnt ihr deutlich die Rissbildung erkennen. Überall da, wo die Schrauben sind, ist dieses Plastik aufgegangen. Durch diese Öffnung hat sich im Winter Wasser angesammelt. Das hat natürlich bei Frost zu enormen Schäden geführt, da die komplette Konstruktion aufgesprungen ist. Schade. Grundsätzlich bin ich mit meiner anderen Terrasse sehr zufrieden, aber hier muss ich sagen, Fehlkauf. Ein weiterer Grund, warum der Pool umgebaut werden muss. Auch der Außenbereich wird nämlich grundsätzlich neu gestaltet. Unter der Terrassenkonstruktion befindet sich ein Teil meiner Technikzone. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich meine Wasserrohre für die Rasenbewässerung und den Pool untergebracht. Auch einige Elektrorohre bzw. die Leerrohre verlaufen unterhalb der Konstruktion. Der Wasseranschluss für den Skimmer als auch der Elektroanschluss für die Lampe sind ebenfalls hier unten untergebracht. Um diesen Bereich zurückbauen zu können,
werde ich als erstes diese Kanthölzer abmontieren, um anschließend die Balken abbauen zu können. Um die Konterlattung auszugleichen und zu nivellieren, habe ich Justierschrauben verwendet. Diese sind in diesen großen Löchern versenkt. Mit Justierschrauben kann man das Holz in beliebiger Höhe einstellen. Allerdings ist das zur Seite hin nicht besonders stabil. Aus diesem Grund habe ich diese Anker jeweils an der Seite festgemacht, damit das Holz stabil ist. Über die Jahre hat sich diese Konstruktion bewährt. Jetzt beim Rückbau zeigen sich aber die Nachteile. Die Justierschrauben sind angerostet, die Köpfe sind rund. Ich habe große Mühen, diese überhaupt wieder herausschrauben zu können. Wie ihr hier sehen könnt, geht es nur im Ganzen und hier oben ein Blick, da geht nichts mehr. Ich habe mittlerweile 3 Bits komplett zerstört und werde nun mit der Flex weiterarbeiten und die Schrauben auf diese Weise kürzen. Eine andere Lösung sehe ich im Moment nicht. Heute ist der 8. März und das Wetter spielt verrückt. Nachdem gestern die Sonne hell geschienen hat, gab es heute wieder Minusgrade und Schneefall. Das wirft meine Planung zurück. Dennoch, ich möchte die wenigen trockenen Stunden nutzen und meine Wasserleitungen zurückbauen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Leitung mit Rohrschellen an den Balken befestigt. Hier und hier. Die Leitungen verlaufen bis zu meinem Poolhaus da unten. Ich werde die Schellen öffnen und die Leitung zunächst auf den Boden legen. Mein Ziel ist es, die Leitung hinter der neuen Poolmauer, die ja hier aufgebaut werden wird, dahinter zu verstauen bzw. zu verlegen. Die Leitungen sollten lang genug sein, dass ich dann hier hinten um die Ecke herumkomme. Notfalls wird dort ein Winkel gesetzt. Gleichfalls muss ich bereits heute die Vorsorge treffen, dass die Anschlüsse für meine Gartenküche, die sich ebenfalls hinter der Poolwand befinden, zugänglich bleiben. Dafür soll dieser Bereich genutzt werden, indem ich später eine Installationsbox vorsehe. Ihr seht also jede Menge zu tun.
Ich habe die Unterkonstruktion der Terrasse entfernt und ich denke, man kann nun schon recht gut erkennen, welche Dimensionen der neue Pool haben wird. Denn an diesen seitlichen Stützmauern wird aufgebaut. Das sind die neuen Außenwände des Pools. Meine Wasserrohre muss ich neu legen, denn die sind einfach nicht lang genug, dass ich sie um die Ecke herum des neuen Pools legen könnte. Das reicht einfach nicht. Aber das ist kein Problem, denn direkt hinter dem Haus, hinter der Wand von meinem Poolhäuschen befindet sich ein Fitting und an dieser Stelle kann ich ein neues Rohr problemlos anstückeln. Ihr seht, hier ist noch einiges an Arbeit zu tun. Den Wasserzulauf vom Skimmer zur Pumpe muss ich zurückbauen, ebenso wie das Stromkabel, das die Lampe versorgt hat. Auch mein kleiner Pumpensumpf muss wieder geschlossen werden. Das sind Aufgaben, die werde ich aber erst später machen, denn jetzt kommt die richtig spannende Aufgabe. Diese Wand muss weg. Und wie ihr euch vorstellen könnt, brauche ich dafür schwere Technik, denn mit einem kleinen Hämmerchen komme ich hier nicht voran. Hier an diesem Übergang werde ich beginnen, die Wand wegzuschlagen. Ich habe damals vorsorglich eine Folie eingebracht und hoffe, dass mir dies nun die Arbeit etwas einfacher macht. Denn das Wegschlagen, das Entfernen dieser Wand, das wird eine richtige Mammutaufgabe. Doch das seht ihr nicht mehr in diesem Video. Das zeige ich euch in meinem nächsten Video zum Projekt Poolumbau. Stahlwandpool in einen Steinpool. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und drückt die Bimmel. Dann verpasst ihr keines meiner neuen Videos. Und ich freue mich schon auf eure vielen Kommentare unter diesem Video. Bis dahin, macht's gut!